Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute erstrahlt bei mir alles in blendendem Weiß. Ich habe nämlich für euch das Playmobil Color hervorgeholt. Ein spannendes Abenteuer für den anspruchsvollen Sammler. Mit dem begehrtesten Set. Mit der seltensten Playmo-Figur. Mit dem ersten Baby, das Playmobil hervorgebracht hat. Und mit vielen einzigartigen Teilen, die nur in Color-Sets vorkommen. Ich habe nicht alles von Color und bin immer noch auf der Suche nach fehlenden Einzelteilen. Was ich habe, möchte ich euch heute gerne zeigen. Im Februar 1978 hat Playmobil das Color-System auf den Markt gebracht. Die Idee war es, die beliebten Spielsets in neutraler, weißer Farbe herzustellen. Die Kinder konnten die Figuren und das Zubehör nach eigener Vorstellung oder nach historischen Vorbildern selbst bemalen. Wer keine eigenen Ideen hatte, fand auf der Verpackungsrückseite genaue Malvorlagen für jede Figur. Zum Bemalen benötigte man die Playmobil Spezialstifte. Es waren im Gegensatz zu heute wasserfeste und wischfeste Filzstifte, die in einer kleinen und großen Packung erhältlich waren. Besonders wichtig war der Löschstift, mit dem man Korrekturen anbringen konnte. Zum einfachen Bemalen war in jeder Verpackung ein praktischer Haltegriff enthalten, wo man die Figur mit ihren Beinen einklemmen konnte. Man sieht, dass keine flächige Bemalung möglich war, überall sieht man die störenden Filzstiftstriche. Deshalb vermute ich, dass uns die Colorzeit wohl keine größeren bleibenden Kunstwerke hinterlassen hat. Vielmehr befürchte ich, dass vielleicht einige verpatzte Einzelteile sogar in den Müll gewandert sind, was zu ihrer Seltenheit beigetragen hat. Ich selbst habe meine Sets halb angemalt gekauft und dann vorsichtig mit Alkohol entfärbt. Man benutzt dazu in Alkohol getränkte Wattepads oder Ohrenstäbchen. Besonders Vorsicht ist bei elastischen Teilen geboten. Wenn man sie längere Zeit im Alkohol lässt, löst sich der Weichmacher, die Teile schrumpfen und werden unbrauchbar. Harte und raue Teile hingegen kann man längere Zeit in Alkohol lassen, damit sich die Farbe aus den Poren löst. Auf meiner Suche nach vollständigen Sets und nach fehlenden Teilen bin ich oft bei original verpackten MIP-Packungen gelandet, die man häufig zum selben Preis bekam wie das vollständige lose Set ohne Karton. Das würde bedeuten, dass es doch ziemlich viele Ladenhüter aus der Colorzeit gegeben hat. Die Colorsets waren in den ersten Jahren in eigenen Katalogs aufgeführt. Hier haben wir den sogenannten 78er Katalog und hier den 79er Katalog. Im Jahr 1980 sind die Colorsets dann in den Standardkatalog aufgenommen worden. Sehen wir uns nun die verschiedenen Spielthemen Garde, Indianer, Mittelalter, Zirkus, Stadt und Safari an. Ein besonders typisches Thema von Playmobil Color war die Garde. Es ist interessant, warum man auf dieses Spielthema der historischen Garde aus napoleonischen Zeiten oder aus dem 19. Jahrhundert gekommen ist. Wahrscheinlich wollte man die Tradition der alten Zinnsoldaten fortführen. Man sah auch, dass die farbenprächtigen historischen Uniformen gute Malmotive lieferten. Und vielleicht zählte man auch auf die Großeltern, die eine Freude hatten, ein solches Spielzeug für ihre Enkel zu kaufen. Im Februar 1978 kamen 2 Sets heraus. Das erste waren die Soldatenwerber. Es ist eine Packung mit 5 Figuren, 3 Gardisten und 2 Bauern. Die Soldatenwerber kommen ins Dorf, schlagen ihren Rittertisch mit den 2 Ritterbänken auf. Der Trommler
ruft die Burschen aus dem Dorf zusammen. Der Schankwirt zapft mit dem Holzhammer das Fass an. Auf dem Fass ist ein Deckel mit Spundloch aufgesetzt. Daran steckt man den Zapfhahn. Darunter ist ein aufgestelltes zweites Fass, das mir leider fehlt. Ich habe hier eine Trommel verwendet. Es gibt jetzt Freibier für alle. Die Burschen finden sich ein und melden sich freiwillig zum Militärdienst. Dazu setzen sie ihren Namen auf diese Urkunde. Die weiße Urkunde kommt auch beim Kaufmannszug vor. Zu erwähnen ist auch das weiße Tintenfass. Ganz häufig und normal sind die Schreibfedern, die kommen ja auch in neueren Persönlichkeitssets vor. Das zweite Set von Februar 78 waren die Kanoniere. 4 Gardisten, ein Pferd und eine Kanone. Auf einer weißen Lafette. Hier muss man immer aufpassen, dass die 2 Halter für Eimer und für Stopfer noch vollständig sind. Das Geschütz und die Projektile sind bronzefarben und werden nicht angemalt. Im Sommer 78 kam die Infanterie dazu. Es ist ein Set mit 6 Figuren, davon 5 Infanteristen mit ihren hohen Tschakos, mit ihrem schönen weißen Gilet und auf ihren Gewehren haben sie ein Bajonett aufgepflanzt. Der Offizier hat vom Piratenkapitän den Zweispitz mit Feder und einen umgehängten Säbel mit Säbelscheide. Im Folgejahr 1979 kam die Protze ins Sortiment. Das ist die Kutsche, wo man hinten an einen Lastwagenhaken die Kanone anhängen konnte. Es waren 2 Figuren enthalten. Bei diesem Set fehlt mir die weiße Anspannung. Die Peitsche war in Schwarz. Dieselbe Kutsche gab es auch als Farmerkutsche für die Cowboys mit dem Farmer und seiner Frau. Die Frau hatte eine besonders seltene weiße Fächerhaube. Dieses Set habe ich noch nicht. Kommen wir jetzt zu den Indianern. Im Sommer 78 sind die Indianer in 2 unterschiedlichen Sets herausgekommen. Indianerdorf und Büffeltänzer mit Totempfahl. Das Indianerdorf besteht aus einem neu herausgekommenen Zelt von 78 mit 3 fleißigen Frauen und dem Indianerhäuptling. Interessant ist, dass in diesem Set die Indianer keinen Indianerschmuck tragen. Eine Frau ist dabei, in einzigartigen Gefäßen das Getreide zu stampfen und verwendet dazu den Kanonenstopfer. Die zweite Frau trägt auf ihrer Rückentrage das erste Playmobil-Baby, ein kleines Wickelkind. Die dritte Frau ist am Webrahmen beschäftigt. Zum Webrahmen gehört auch ein kleiner Kamm, der selten ist und oft fehlt. Ein besonderes Teil ist auch das Lagerfeuer. Wir wissen ja, dass die Standard-Indianer ohne Feuer kochen mussten. Das Feuer, die Feuerstelle gab es nur in den Color-Sets. Am Feuer ruht sich der Indianerhäuptling aus. Er hat aber nichts zu rauchen, weil die Friedenspfeife ist im zweiten Set enthalten bei den Büffeltänzern. Bei diesem Set haben die Figuren den Indianerschmuck an. Es ist ein schöner Totempfahl dabei. Es sind insgesamt 4 Büffeltänzer und ein Medizinmann. Die Büffeltänzer haben eine schöne Maske, die an einer Halshalterung aufgesteckt ist. Und sie haben ein Schild
mit eingesteckten Federn. Der Medizinmann hat eine Büffelhaube mit Trommelschlägern. Später wurden diese zwei Sets zusammengelegt. Die Indianer bekamen noch ein weißes Kanu und das Indianerset wurde das letzte Mal 83 herausgegeben und blieb bis 87 im Sortiment. Kommen wir jetzt zum Mittelalter. Im Februar 78 gab es das Bauernset. Ein Set mit 4 Figuren, 3 Bauern und eine Magd, mit Kühen, einem Kalb, einem Hund und einer Schubkarre. Ich habe hier ein original verschweißtes Set und man sieht hier ein zweites Problem des Color-Systems, die Vergilbung. Bereits im original verschweißten Set sind die Kühe schon vergilbt. Ich habe deshalb viele meiner Sets mit Wasserstoff bleichen müssen. Das zweite Set vom Februar 78 war das Geschirr, ein sehr großer Geschirrsatz zum Bemalen. Zu beachten ist das Glasgeschirr mit den Glaskelchen und Glaskerzenständern. Im Kollektor ist im Jahr 78 auch das Exklusivset Heuwagen eingetragen. Es gab 8 große Exklusivsets, die nur von bestimmten Spielwarenketten vertrieben wurden. Dieser Heuwagen war wahrscheinlich nicht in Deutschland erhältlich, sondern nur in Frankreich und in den Niederlanden wahrscheinlich und auch in anderen Ländern natürlich. Dieser Heuwagen ist von mir aus gesehen noch viel seltener als der Kaufmannszug. Er wird viel seltener angeboten, wenn man ihn aber findet, ist er viel billiger als der Kaufmannszug. Der Heuwagen besteht aus dem Leiterwagen mit einem Ochsengespann. Beim Ochsengespann fehlen mir die 2 Joche von den Hörnern. Es sind 4 Figuren dabei, 3 Bauern und eine Magd, ein Bauer mit einer Weste, ein Bauer mit einem Schurz, eine zusätzliche Kuh mit Kalb und eine Schubkarre. Was mir bei diesem Set noch fehlt, sind die Milchkannen. Es waren nämlich 2 Milchkannen dabei, eine große und eine kleine mit Henkel in weißer Farbe. Kommen wir jetzt zum legendären Kaufmannszug. Es ist ein Westernplanwagen mit 12 Figuren. Es war für lange Zeit das Set mit den meisten Figuren. Erst mit der Burgbelagerung, Kombination mit 14 Figuren, wurde dieser Rekord gesprengt. Der Kaufmannszug wird von einer Wachmannschaft begleitet, angeführt von einem Trommler mit Spielmannshut. Die Wachleute selbst tragen Barette. Die Waffen sind verchromt. Es gibt auch einen Wache-Hauptmann mit weißer Turnierlanze und mit weißem Schild. Hoch zu Ross der Kaufmann mit seinem Pelzkragen und den Pelzmanschetten und mit der weißen Kette. Dieser Kaufmann hat eine Urkunde in der Hand, die ich nur einmal besitze und die ich schon bei den Soldatenwerbern gezeigt habe. Zu Fuß noch ein Bauer und 2 Hunde, ein Hund mit beweglichem Kopf und ein Hund mit beweglichen Hinterbeinen. Der Planwagen ist ein einfacher Westernplanwagen in weißer Farbe. Geladen hat der Wagen alle möglichen Kisten, Schatztruhe, Bretterkiste, Flechtenkorb, Waschzuber und Pfanne. Weitere Mittelaltersets war das Ritterset mit einem Ritter zu Pferd und einem Ritter zu Fuß, noch mit dem alten Helm von 74. Hier sehen wir
ein schönes Set, Burgfräulein mit Jäger, Truhe und Geschirr, Armbrust, Köcherpfeile, alles in Weiß. Interessant ist, dass das Burgfräulein einen kleinen weißen Dolch in der Hand hält. Kommen wir jetzt zur Spielkiste. Es gab 6 Ausgaben dieser Zeitung im Jahr 79. Eine Lese-, Mal- und Bastelzeitschrift mit Playmobil-Figuren als Beilage. Und eine von dieser Beilage enthält den Hofnarr und König mit Thron. Die Schellenmütze und der Kragen dieses Hofnarres sind die seltensten Teile, die es bei Playmobil gibt. Diese 2 Teile machen eine neutrale weiße Grundfigur zur gesuchtesten und seltensten Playmobil-Figur, die es überhaupt gibt. Gehen wir weiter mit dem Ritterthema. Im Jahr 81 ist noch der Turnierritter herausgekommen, der weiße Turnierritter, Rüstung natürlich in Chrom, aber die Pferdeschabracke und die Lanze und das Schild alles in Weiß. Das nächste Thema, das uns beschäftigt, ist das Zirkusthema. Im Sommer 78 sind 4 Sets herausgekommen. Dazu zählt der Messerwerfer. Der Messerwerfer hat eine Reihe von Messern, die alle sehr häufig und nicht selten sind. Nur ein einziges Messer, nämlich dieses Messer mit dem Haltegriff, das er in der Hand hält, ist besonders selten. Ebenso ist der Haltegriff für die Messer auch selten, obwohl er auch in einem Standardset vorgekommen ist. Die Zielscheibe ist auf einer Metallachse sehr leicht drehbar. Der Gewehrständer hat 5 Gewehre. Das zweite Set sind die Motorradartisten. 3 Artisten auf einem Motorrad. Der Haltegriff ist ein einzigartiges Teil, das nur in diesem Set vorkommt. Es gibt noch 2 Rampen. Das dritte Zirkusset sind die Pferdeartisten. Auch hier sind diese Rampen enthalten. Zusätzlich Hürden. 5 Figuren, ein Pferd. Bei der Pferdedressur sehen wir die weißen Pferde, aber das Pferdegeschirr ist schwarz und die Peitsche ist braun. Ungeöffnet habe ich die Clowns und hier sehen wir die Tiger. Die Tiger gibt es auch nur als Colorpackung. Hier sind 4 Tiger auf 4 Podesten. Zu beachten ist auch der einzigartige Turban mit seiner Feder, mit seiner Gardistenfeder. Ich habe hier keine richtige Feder, deshalb habe ich eine blaue Feder von den Rotröcken ausgeliehen. Kommen wir jetzt zum Stadtthema. Hier habe ich das Auto. Im Kollektor steht, dass das Auto 1980 veröffentlicht wurde. Das kann aber nicht sein, weil es bereits im 79er und im 78er Katalog enthalten war und auch in einem Exklusivset von 78 drinnen war. Deshalb vermute ich, dass dieses Auto spätestens 79 erschienen ist. Es ist ein schönes weißes Auto, erster Version mit den grauen Plastikreifen, mit weißem Gepäcksträger und dazu ein weißes Motorrad.
Ein weiteres sogenanntes Stadtset sind die Jäger. Die Jäger sind 79 herausgekommen. Eine nette Jagdgesellschaft, Jägerin und Jäger mit 2 Hunden und mit 2 Gewehren. Hier sehen wir, dass in den 80er Jahren hat sich das Logo geändert bei Playmobil Color. Im Jahr 82 ist es bunt geworden und hier habe ich ein interessantes Set. Man meint, es ist eine Bauernfamilie mit einem Ferkel, aber der offizielle Titel lautet Bahnreisende. Und auf der Rückseite der Packung tatsächlich das arme Schwein muss mit dem Zug mitfahren. Und damit es keinen Unfug macht, wird es auch noch in den Weidenkorb gesperrt. Was ist besonders an diesem Set? Hier sind 2 Fächer, der Schirm, Spazierstock und Wurzelstock von den Aristokraten enthalten. Alles in allem nicht sehr häufige Teile. Im Jahr 1980 gab es noch einige neue Color-Themen. Es gab die Piraten, die Nordstaatler und auch das Safari-Thema wurde 1980 für Color entdeckt. Hier sehen wir die Beduinen. Es ist sogar der Teppich mit weißem Aufkleber noch anzumalen. Die Tiere, Zebras und Giraffen, später 1984 auch die Pinguine, waren zu bemalen. Aber das ist von mir aus gesehen nicht richtiges Color, sondern es ist einfach ein Ersatz von fehlenden Drucken. Es wurde der Filzstift mit der Verpackung mitgeliefert und man konnte zum Beispiel mit dem braunen Stift die Flecken der Netzgiraffe ausmalen. Man konnte auch nicht viel falsch machen, weil die Feldzeichnungen bereits im Kunststoff vorgepresst waren. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zu 2 interessanten Fahrzeugen aus dem Safari-Thema. Auch das sind von mir aus gesehen keine echten Colorpackungen. Das ganze Zubehör war farbig enthalten, nur das Fahrzeug selbst musste angemalt werden oder konnte angemalt werden, zum Beispiel mit einem Zebramuster. Das Flugzeug kam 1981 heraus und der Jeep im Jahr 1982. Der Jeep hatte ja die wechselbaren Reifen. Mit einem Werkzeug konnte die Radnabe abgehoben werden und das Reserverad konnte ausgetauscht werden. Das sind eigentlich alle Sets, die ich habe. Die anderen Sets fehlen mir alle. Dazu gehören zum Beispiel die 2 Maurer-Sets aus dem Jahr 1979. Die habe ich nicht. Im Jahr 80 sind auch Wintersportler herausgekommen. Auch ein schönes Piratenset mit weißen Figuren mit Holzbein und Hakenhand. Die habe ich auch nicht. Dann hat es noch ein Cowboy-Set 1982 gegeben. Und zum Schluss etwas, was es wirklich nie gab. Es gab nie eine Color-Polizei und nie eine Color-Feuerwehr, obwohl das ein sehr interessantes Malthema gewesen wäre. Ich habe hier einfach die Kapitänsmütze genommen und den Helm vom Feuerwehrkommandant. Mit diesen Bildern möchte ich mich heute von euch verabschieden. Das nächste Mal werde ich das Piratenschiff zeigen. Es wurde mehrfach in den Kommentaren gewünscht und an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich für die vielen netten Kommentare bedanken. Auf Wiedersehen und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.